Hallo ihr Lieben, ich habe meine Jellyplate nochmal rausgeholt und ein paar Karten, ein paar Rohlinge, die möchte ich heute schön farbig bedrucken. Ich brauche meine Gummiwalze und nur wenige Farben, Orange, Gelb, Ultramarin, Weiß und eventuell ein bisschen Schwarz, das weiß ich noch nicht. Diese Farben, die ich benutze, sind alle etwas transparent. Hier nehme ich einen Karton, aus dem ich meine Schablonen ausschneiden möchte. Am besten eignet sich ein Aquarellkarton. Der löst sich auch beim Drucken nicht so schnell auf. Von einigen Formen möchte ich sowohl positive als auch negative Schablonen bekommen. Hier zum Beispiel, dann schneide ich mit einem Cutter aus. Bei den anderen Formen schneide ich mit der Schere. Hier all die mit dem Cutter ausgeschnittenen und hier die anderen. Meine 5 Karten drucke ich zunächst nur in Gelb. Die Farbe walze ich dünn und gleichmäßig auf. Ich wähle spontan eine oder mehrere Schablonen und lege später die Karte zum Drucken darauf. Ein Stück Butterbrotpapier darüber und so kann ich das Ganze schön anreiben, ohne meine Finger schmutzig zu machen. Das mache ich dann auch noch mit den 4 anderen Karten. Hier nochmal Stadium 1. Meine zweite Farbe wird das Orange. Und im Prinzip wiederhole ich eigentlich das Gleiche mit etwas anderen Schablonen, einfach mit dieser neuen Farbe. Versuche, die Karte gründlich anzudrücken, damit auch der Druck sehr präzise wird. Hier seht ihr Stadium 2. Als dritte Farbe wähle ich ein Weiß.
Wenn ihr wie hier ein gebrauchtes Butterbrotpapier nehmt, stellt sicher, dass die Farbe darauf schon trocken ist, sonst verunreinigt sie eure Karte. Hier seht ihr Stadium 3. Damit beende ich diese Reihe und beginne einen neuen Versuch. Zweiter Versuch, Stadium 1. Meine zweite Druckfarbe ist diesmal Siena gebrannt, auch eine transparente Farbe. Zweiter Versuch, Stadium 2. Als dritte Farbe wähle ich ein Ultramarin, ebenfalls transparent. Das transparente Ultramarin wird über dem Gelb grün. Zweiter Versuch, letztes Stadium. Ihr könnt natürlich das Ganze auch weiter treiben, weitere Farben hinzufügen und weiter übereinander drucken. Im dritten Versuch habe ich mir geometrische Schnipsel mit geraden Kanten ausgeschnitten. Das Ganze funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Hier mische ich 3 verschiedene Farben, Weiß, Siena gebrannt und Gelb, auf der Gelplatte zu einem pastellfarbenen Ton. Mit diesem möchte ich dann diese Karte noch einmal überdrucken.
Hier suche ich 2 Schablonen aus und will sie gleichzeitig drucken. Das wird vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich muss die Karte umdrehen und gleichzeitig die Schablonen dabei festhalten. Ich bin mal gespannt. Diesmal lasse ich der Karte auch ein bisschen Zeit, um die Farbe aufzunehmen. Oh, das gefällt mir gut. Hier habt ihr sie alle nochmal auf einen Blick. Und ihr seht, bei einigen habe ich dann noch weiter gearbeitet, zum Beispiel bei der Karte oben links. Ich glaube, dass mir sogar die Karten aus dem ersten Durchgang, hier mit Orange, Gelb und Weiß, am besten gefallen. Wie ist das bei euch? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Tschüss.